ja. Hallo liebe Antje, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen bei MedPlast. Ich glaube, es sind jetzt 5 Jahre, in denen du nicht bei uns warst. Also Genau. du wurdest ja vor 5 Jahren operiert und Genau. wir freuen uns ganz, ganz doll, dass du wieder hier bist und wir sind sehr gespannt, wie es dir heute geht. Du siehst sensationell aus. Dankeschön. Und ich bin sehr gespannt, was du zu berichten hast. Es gibt ja ein Buch, was du geschrieben hast. Du hast den Lauf, glaube ich, mit Lipödem Genau, das ist richtig. gemacht. Ja. Und Ja. da sind wir auch sehr gespannt zu erfahren, wie es dir ergangen ist mit den Schmerzen, wie es dir heute geht, was du den Mädels mit auf den Weg gehen kannst. Und ja. Okay, also erstmal recht vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich da sehr, sehr drüber gefreut. Wie du schon gesagt hast, 5 Jahre sind vergangen. Und jetzt sehen wir uns das erste Mal wieder. Damals unter ganz anderen Voraussetzungen. Ich im OP-Häubchen und kurz vor der OP gestanden. Heute darf ich darüber erzählen, wie es mir ergangen ist nach den OPs, wie ich meine Läufe weitergeführt habe oder wie das alles so sich entwickelt hat bei mir. Ich muss sagen, es war für mich die beste Entscheidung meines Lebens, die Operation. Also für mich gab es da überhaupt gar nicht zu überlegen, noch zu warten mit Kompressionen oder Lymphdrainagen, wie auch immer. Das mag alles irgendwo eine Linderung sein, aber es heilt eben nicht. Und dadurch, dass ich so ein aktiver Mensch bin und sehr viel in der Weltgeschichte umherreise, war das für mich überhaupt nicht die Überlegung und habe gedacht, nee, die OPs ziehe ich auf jeden Fall durch. Und klar, es ist eine schwierige Zeit, das darf man nicht unterschätzen. Es sind Schmerzen da und es braucht Geduld im Nachhinein. Aber es hat sich für mich wahnsinnig gelohnt. Also ich habe die Lipödem-Schmerzen, bin ich komplett beschwerdefrei. Also ich brauche nicht mal mehr Lymphdrainagen jetzt im Nachhinein. Kompressionskleidung auch nicht mehr und ich kann aktiv sein, besser denn je. Also ich war es ja schon vorher und ich wusste ja nicht, dass ich Lipödem habe. Aber jetzt im Nachhinein ist es für mich ein totaler Lebensgewinn. Also jederzeit würde ich mich dafür wieder entscheiden. Ja. Sehr gut. Genau. Ja. Was ich dich noch fragen möchte, wie bist du denn zu uns gekommen, beziehungsweise wann hast du denn die Diagnose Lipödem bekommen und wie war der Weg zu uns? Wie bist du auf uns aufmerksam geworden und wie hast du den Aufenthalt bei uns empfunden und ja, wie ist es dir hier ergangen? Ja, also 2017 habe ich die Diagnose bekommen, aufgrund dessen, dass eine Freundin mir den Tipp gegeben hat, lass dich doch mal auf Lipödem untersuchen. Für mich war das bis dahin, habe ich noch nie gehört, völlig neu. Und bekam dann tatsächlich sofort auch diese Diagnose bei einem Phlebologen bei mir in der Nähe. Und für mich ist erstmal die Welt zusammengebrochen, weil ich mir da ganz bewusst war, es gibt jetzt nicht irgendwie ein Medikament, was ich nehmen kann und dann ist es einfach weg. Es ist halt eine komplizierte Geschichte und vielleicht habe ich das für immer. Und wie entwickelt sich das jetzt in Zukunft noch? Weil ich zu dem Zeitpunkt ja gemerkt habe, wie das bei mir explodiert ist regelrecht. Also an Armen und Beinen, obwohl ich schon zu dem Zeitpunkt so viel am Laufen war. Und ich weiß noch, dass ich im Auto saß. Ich habe ganz doll geweint und dachte, wie geht es jetzt für mich weiter? Und mein damaliger Freund, der stand da total hinter mir, sagt, lass uns nach Hause fahren, wir überlegen jetzt ganz in Ruhe, was wir machen und so. Und ich habe mich am selben Abend noch im Internet beschäftigt damit, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und ein bisschen was hatte der Phlebologe mir gesagt, was jetzt die ganze Geschichte mit der Kompression betrifft und Lymphdrainagen und so weiter. Dass es aber eben auch die Möglichkeit von Operationen gibt. Und da habe ich dann im Internet selbst mal rumgeguckt, was wird da überhaupt gemacht, was ist überhaupt möglich. Ich kannte niemanden, der genauso betroffen war wie ich. Es ist halt immer einfacher, wenn man jemanden kennt und der sagt, du kannst dort und dort hingehen. Das ist, hatte ich alles nicht. Und dann war es eigene Recherche und ich bin dann einfach durchs Internet auf die Seite von MedPlast gekommen. Habe da sehr positive Erfahrungsberichte gelesen und das war das Einzige, was mir in dem Moment zur Verfügung stand. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mir ein eigenes Bild machen, habe direkt angerufen und habe einen Termin gemacht für ein Erstgespräch. Und das folgte dann tatsächlich aber erst nach meinem großen Lauf, den ich schon geplant hatte. Und
ja, dann bin ich nach Berlin gefahren, ganz unvoreingenommen und natürlich irgendwo aufgeregt. Aber ich muss sagen, ich bin hierher gekommen und habe mich sofort wohlgefühlt. Also ich hatte dieses Erstgespräch und es war für mich ganz klar, wenn ich mich operieren lasse, dann hier, weil das ist so wichtig, dass da irgendwie die Verbindung da ist und das Vertrauen da ist und man weiß, was auf einen wartet, obwohl man das nie, also man kann es nie sagen, am Ende passieren immer Dinge, die man nicht vorhersehen kann und die Schmerzen, das weiß man nicht, was auf einen zukommt. Aber ich hatte ein super Gefühl und dem bin ich einfach gefolgt und habe direkt, als ich wieder zu Hause war, angerufen und habe Termine für die OPs gemacht, weil ich auch nicht länger warten wollte. Also es war so eine Sache in mir, ich komme nicht drum rum, ich werde es definitiv machen. Warum soll ich jetzt noch ewig lang warten, dass es noch schlimmer wird? Dann jetzt sofort. Darf ich dich fragen, mit welcher OP hast du begonnen und wie viele OPs hast du hinter dir? Genau, also bei mir waren es insgesamt 4 OPs. Angefangen habe ich mit den Armen, hatte für mich noch einen anderen Grund. Die Arme, ich kann mich erinnern. Die Arme waren, ja genau. Ich muss sagen, ich hatte einen Startplatz für den New York Marathon im November und den wollte ich unbedingt laufen. Und da habe ich gedacht, okay, ich fange mit den Armen an, die brauchst du zum Laufen nicht wirklich. Ja, bin dann in Kompression an den Armen, bin ich dann im November den New York Marathon gelaufen. Wow. Und ja, danach dann habe ich angefangen mit den Beinen, also dann 3 OPs noch für die Beine. Okay. Genau. Ist ja Wahnsinn, New York Marathon. Ja, also es ist nicht so einfach, da einen Startplatz zu bekommen, deswegen war das für mich eine ganz besondere Geschichte. Und das wollte ich unbedingt noch machen, aber wollte eben jetzt dahingehend auch nicht so viel Zeit verlieren mit den OPs. Und dabei habe ich das alles so geplant, dass es für mich gepasst hat. Wahnsinn. Genau. Ja. Und deine Mama, die wurde ja auch bei uns operiert. Genau. Genau. Wie geht's ihr denn heute? Ihr geht's auch gut. Ist natürlich nochmal ein Unterschied, das muss man ja klar sagen, der Altersunterschied. Sie hat das alles, ja, was die Rückbildung betrifft von Haut, also ist ja klar, dass es nicht durch die OP jetzt so ist, dass man jetzt gestrafft da rausgeht und keine Dellen sind. Und das ist immer so ein bisschen die falsche Vorstellung von manchen, was ich so mitbekommen habe. Es geht eben nicht wirklich um eine Schönheits-OP. Und wir reden ja auch nicht nur um ein kleines Fettpolsterchen an irgendeiner Stelle, die kaum sichtbar ist. Es sind ja doch viel größere Areale oder Geschichten und das ist nicht einfach so weg. Und bei meiner Mutti ist es so, sie fühlt sich wohl, sie ist beschwerdefrei, was das betrifft und sie bereut es auf gar keinen Fall. Ihr geht es soweit gut und sie würde es aber jetzt nicht mehr machen. Sie hat es damals mit 60 schon gemacht und sie sagt, jetzt ist natürlich auch so ein Alter, wo man sagt, nee, jetzt nicht unbedingt nochmal. Es ist auch im Nachhinein natürlich mit der ganzen Heilungsphase nochmal anders, als wenn man vielleicht 20, 30 ist. Genau, aber es war für sie genauso die richtige Entscheidung, hat sie gesagt. Ja. Genau. Was kannst du denn den Mädels mit auf den Weg geben? Ernährungsumstellung oder viel Sport, viel Bewegung? Genau. Hast du da spezielle Tipps, was du denen empfehlen kannst? Ist ein ganz wichtiges Thema, weil ich denke auch, dass viele denken, jetzt bin ich operiert, jetzt kann mir nichts mehr passieren. In dem Sinne, ich setze mich jetzt auf die Couch, ich muss mich nicht mehr bewegen und kann essen, was ich will. Ist natürlich nicht so, wie bei jedem gesunden Menschen genauso. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, in Bewegung zu bleiben. Also ich mache regelmäßig meinen Sport. Ich verzichte beim Essen auf nichts, aber ich gucke natürlich, mich ausgewogen zu ernähren. Und ich habe natürlich auch gemerkt, nach den Operationen ist mein Stoffwechsel in Gang gekommen, was vorher nicht möglich war. Das ist ja genau das Thema, man kann halt schlecht abnehmen oder gar nicht abnehmen. Und durch die OPs muss ich sagen, ich habe jetzt gar nicht so viel an Körpergewicht als solches verloren, aber natürlich an Umfang, an Fett, was halt einfach zu viel und am Körper war, was da nicht hingehört. Und richtig abgenommen habe ich eigentlich erst nachher, als ich dann angefangen habe, wieder Sport zu treiben und gemerkt habe, es funktioniert jetzt einfach. Also habe ich gemerkt, irgendwas passiert jetzt in mir, was einfach wie verstopft war, so ist das Gefühl. Und plötzlich löst sich das alles und es macht was mit dem Körper. Und es ist ja auch ein ganz anderes Gefühl, dann Sport zu machen. Ne? Also wenn man jetzt über 100 Kilo wiegt, also ich habe zu meinen
Höchstzeiten 128 Kilo und wenn man sich dann vorstellt, man geht laufen oder ist im Fitnessstudio, ist das natürlich eine ganz andere Anstrengung als nachher, wenn man eben weniger Gewicht hat. Und deswegen sollte man wirklich dranbleiben, auch nach den OPs regelmäßig Sport machen und ein bisschen auf die Ernährung achten. Und ja, vor allem auch dieses Denken ein bisschen weg davon, Schönheits-OP. Es geht ja hauptsächlich darum, die Schmerzen zu reduzieren, diesen Druckschmerz, den ja das Lipödem auslöst. Und da muss ich sagen, ich bin es komplett los. Also, sehr gut. Ja. Wer hat dich denn inspiriert, dieses Buch zu schreiben? Das ist mein Co-Autor sozusagen, der Raphael Fuchsgruber, selbst Läufer im Extremlauf, im Ultralaufen. Ich habe ihn vor einigen Jahren kennengelernt. Er ist Konzertveranstalter und wir haben uns da bei einem Konzert mal getroffen, haben uns so ein bisschen übers Laufen unterhalten. Da steckte ich noch total in den Kinderschuhen, was das Laufen betrifft. Ich glaube, ich bin noch nicht mal 10 Kilometer gelaufen oder so. Habe aber schon die Vision gehabt, mal zu so einem Halbmarathon oder Marathon, und da haben wir uns halt so darüber unterhalten. Und er erzählte mir von seinen Wüstenläufen und das hat mich total fasziniert. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Also wie kann ein Mensch sowas überhaupt schaffen? Und irgendwie hat sich schon der Gedanke dort in mir so manifestiert, dass ich gedacht habe, irgendwann willst du das mal probieren, egal wie schnell. Ich muss da nicht in den Top 10 laufen oder sonst was. Mir ging es einfach nur darum, dass ich mal gucke, ob ich sowas schaffen könnte. Und dann bin ich mit ihm in Kontakt geblieben. Er hat dann so einen Little Desert Runners Club, nennt er sich. Das ist so für Laufanfänger, die sagen, Mensch, interessiert mich, ich will mal in die Wüste gehen, ich will das mal probieren. Und er hat es so geleitet, sage ich mal, ein paar Trainingstipps gegeben. Und dann haben wir uns dort in der Wüste getroffen und haben dieses ganze Projekt zusammen gestartet. Und ja, letztendlich hat er mich auch dazu gebracht, meine Geschichte, wie das alles so entstanden ist, wie ich zum Laufen gekommen bin, dann mit dem Lipödem, die OPs, dann der Ultramarathon. Er sagte, willst du es nicht irgendwie mal aufschreiben und vielleicht auch denjenigen, die selbst davon betroffen sind, da irgendwo zeigen, es geht auch weiter, man muss den Kopf nicht in den Sand stecken. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das halt. Und das ist das Ergebnis. Genau. Richtig.